Hallo, ich bin Fabienne Egelhöfer, die Chefkuratorin vom Zentrum Paul Klee. Wir heben hier alles von Paul Klee auf, was uns seine Nachfahren geschenkt haben. Alles. Was da wohl drin ist? Diese Muscheln sammelte Paul Klee in den Ferien am Mittelmeer. Er brachte sie ans Bauhaus nach Weimar und Dessau. Auch beim Umzug nach Düsseldorf nahm er sie mit. Und auch nach Bern, wohin er vor den Nationalsozialisten flüchtete. Und wir heben diese Muscheln sorgfältig auf. Jede Muschel hat eine Inventarnummer und gehört in eine bestimmte Kiste. Paul Klee hatte die Muscheln jeden Tag in seinem Atelier um sich. Besucher beschreiben sein Atelier wie eine Wunderkammer mit Blumen und Steinen, Schneckenhäusern, Korallen und Algen und eben auch mit Muscheln. War Klee also ein Sammler, der nichts wegschmeißen konnte? Nein, er machte mit den Muscheln Gefäße, in die er seine Pinsel tunkte. Wir haben mehrere Muschelgefäße bei uns aus Paul Klees Atelier. Er hat viele seiner Werkzeuge selber gemacht. Es gibt auch Gefäße aus Knochen oder Austern. Die Muscheln haben Klee fasziniert und auch künstlerisch angeregt. 1933 malte Paul Klee dieses Gemälde mit dem Titel »Der Meerschneckenkönig«. Paul Klee kopierte nicht einfach eine Muschel aus seiner Sammlung, sondern versuchte, die Eindrücke in einer eigenen Komposition umzusetzen. Bereits als junger Student wurde ihm klar, dass er nicht einfach die Natur kopieren will, sondern dass er wie die Natur Neues schaffen will. Deshalb analysierte er die inneren Wachstumsgesetze in der Natur und versuchte, diese in einer eigenen Bildsprache umzusetzen. Er sammelte Naturalien, um die Natur zu studieren, und sie inspirierte ihn offenkundig auch in der Motivfindung vieler seiner Werke. In diesem Gemälde gelang es ihm, die schimmernde Oberfläche von Muscheln im Wasser zu imitieren. Dafür entwickelte er eine eigene Technik aus ganz feinen Strichen. Die Muscheln sind also nicht nur Souvenirs, sondern sie sind auch Werkzeug und Schlüssel zu Paul Klees Werk. Und deshalb heben wir die Muscheln auch weiterhin gut auf.